Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines WVW-Guides. Heute möchte ich euch zeigen, worauf man achten sollte, wenn man den Lieutenant hat, wenn man Lieutenant sein möchte. Gleich vorweg, es gehört nicht viel dazu, Lieutenant zu sein. Jeder kann Lieutenant sein und kann es auch ganz einfach werden. Dazu muss er nur den Kommi darum bitten, ob er den Lieutenant haben kann. Dazu am besten den Kommi anflüstern oder im Squad schreiben, oder wenn ihr beim Kommi im TS seid, fragt ihn direkt. Vielleicht fragt auch der Kommi, ob jemand Lieutenant sein möchte. Dann am besten gleich mit einem Plus im Kartenchat antworten oder im Einsatztruppenchat oder im Chat, wo ihr euch gerade mit dem Kommi befindet. Der kann dann je nach Squadgröße einen oder mehr Lieutenants ernennen. Und wenn man ihn darum bittet, dann macht er das normalerweise sehr gerne. Lieutenant sein, das bedeutet einerseits die Gruppen machen, den Squad ein bisschen motivieren, ein bisschen unterstützen den Kommi beim Leaden, aber nur insofern, als es der Kommi möchte. Und man muss ein bisschen auch darauf achten, dass man Werbung macht für den Squad, für den Kommi, damit der Squad nicht ausdünnt. Das kann der Lieutenant gut machen, weil sich der nicht so sehr aufs Leaden konzentriert, aber im Squad trotzdem eine wichtige Rolle spielt. Zuallererst solltet ihr den Kommi fragen, ob es ihm recht ist, wenn ihr Menschen einladet. Bei einem Public Zerg ist das normalerweise kein Problem, aber manche Kommis möchten auch nur mit TS-Menschen mitkämpfen. Das ist jedem Squad und jedem Kommi selbst überlassen. Wenn ihr das mit dem Einladen geregelt habt, dann müsst ihr die Gruppen machen. Am besten hat sich in GW2 die Fünfergruppe bewährt. Da werden die Segen am besten verteilt, da funktionieren die Kombos am besten. Deswegen sollte man sich an das System halten und immer versuchen, 5 Menschen in eine Gruppe hineinzubekommen. Neuankömmlinge, die gerade in den Squad eingeladen wurden, die kommen automatisch in Gruppe 1. Von dort aus kann man sie dann in die richtige Gruppe ziehen, indem man sie ziehen möchte. Den einzigen, den man nicht ziehen kann, ist der Kommi oder andere Lieutenants. Die kann man nicht ziehen, deswegen muss man sie bitten, in die richtige Gruppe gleich zu gehen. Sobald das dann passiert ist, kann man dann die Gruppe auffüllen mit Menschen, mit Spielern, die der Kommi noch braucht. In jeder Gruppe sollte ein Wächter sein, um Heilung und Vergeltung auf die Gruppe zu verteilen. Einen Necro sollte sie haben, am bestenfalls einen Scourge, um Barrieren zu geben. Und die anderen 3 kann man dann mit Damage-Klassen nach Belieben auffüllen. Wenn natürlich der Kommi einen Plan hat, wie er die Gegner besiegen möchte, dann kann er auch eine andere Gruppenformation wählen. Und man sollte auch ein bisschen darauf achten, dass man nicht 3 derselben Damage-Klasse in eine Gruppe gibt, sondern dass man möglichst variabel die Gruppen zusammenstellt, dass sich Heilung, Segen und so weiter bestmöglich verteilen. Es ist klar, dass es nicht in jedem Zerg die perfekte Gruppenaufteilung gibt, vor allem wenn man Public spielt. Dann kann man aber als Lieutenant immer wieder fragen, ob jemand so nett sei und bitte die Klassen wechseln könnte. Aber prinzipiell kann man nicht zu viel falsch machen, wenn man immer einen Wächter und einen Necro in eine Gruppe gibt und die restlichen mit Damage-Klassen auffüllt, wie ich bereits gesagt habe. Es gibt die Angewohnheit mancher Kommis, mancher Squads, dass sie Roaming-Klassen in eine eigene Gruppe ziehen, wenn sie nicht genügend Heiler haben. Das kann man vor allem dann machen, wenn man nicht genügend Heiler hat. Sollte man jedoch genügend Heiler haben, sollte man immer darauf schauen, dass man auch sogenannte Roaming-Klassen in die Gruppen hineinbekommt. Dann geht es darum, dass man dem Kommi ein bisschen unter die Arme greift, vor allem in Sachen Werbung für den Squad. Am besten man macht im Teamchat ein bisschen Werbung, schreibt da hinein, Name des Kommandeurs, leitet jetzt auf und dann die Karte, damit die anderen Spieler wissen, dass hier ein Kommandeur ist, der gerade leitet, damit sie nachkommen können und damit sie auch dem Squad unterstützen können. Das ist natürlich, bis der Squad voll ist, bis 50 Spieler auf der Karte sind, im Squad sind. Sobald der Squad dann voll ist und 50 Spieler hat, sollte man den Kommi anschreiben und ihn fragen, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn man alle AFK-Menschen kickt. Dann kickt man mal jeden raus, der AFK im Squad herumhängt, damit man Menschen nachladen kann, die wirklich spielen.
Sobald man dann einen vollen Zerg hat, sollte man darauf achten, dass wenn er auf 49 runterhüpft, weil ein Spieler den Squad verlassen hat, dass man sofort für Nachschub sorgt, dass man sofort Menschen wieder einlädt, die aktiv am Zerg mitspielen. Ab dem 47. Spieler sollte man immer etwas wählerischer sein bei der Auswahl, welcher Spieler das es ist. Da ist es dann wichtig, dass man den Zerg noch ein bisschen aufstockt mit Spielern, die im Zerg fehlen. Das heißt, wenn man zu wenig Wächter hat, dann schaut man, dass man einen Wächter bekommt. Wenn man zu wenig Nekros hat, dann schaut man, dass man einen Nekro hat. Aber jeder Kommi weiß normalerweise selbst ganz genau, welche Klassen das er im Zerg haben möchte und welche nicht. Deswegen kann man da auch nochmal nachfragen. Wir schauen uns heute auch nicht ganz genau die Klassen an und die Gruppenaufteilung, sondern das schauen wir uns an in einem extra Video, wo es um die Gruppen dann geht. Wenn man auf Escape drückt, dann auf Optionen und dann auf Steuerungseinstellungen und dann noch ein bisschen nach unten scrollt, dann sieht man genau, mit welchen Tastenkombinationen man Zeichen für den Squad erstellen kann. Die kann man dann dazu benutzen, um auf Belagerungswaffen zu zeigen, die noch aufgebaut werden müssen, oder um Sammelstellen anzuzeigen, wo sich das Squad sammeln soll. Da ist ein bisschen Kreativität jedem selber überlassen, wozu er die Zeichen verwendet. Es gibt Kommis, die markieren den anderen Kommi damit, den gegnerischen, damit sie immer sehen, wo er hinläuft und wo der Zerg sich hinbewegen wird. Das ist, wie gesagt, jedem selber überlassen und das kann man sich auch mit dem Kommi gemeinsam ausmachen, wo man die Zeichen haben möchte. Außerdem kann man auf der Minimap zeichnen, indem man die Umschalttaste gedrückt hält und mit der rechten Maustaste über die Minimap fährt. Dann kann man so wunderschöne Dinge zeichnen wie ich, aber man kann vor allem anzeigen, wo das Squad sich hinbewegen wird. Es sind vielleicht nicht alle Menschen im Teamspeak oder im Discord und man möchte trotzdem mit ihnen kommunizieren und schnell eine Manöver vollenden. Das geht am besten, wenn man nochmal über die Minimap an alle Bescheid gibt. Wenn wir genug Werbung für unseren Comic gemacht haben, dann haben wir einen vollen Squad. Es ist Mitternacht, deswegen werden wir diesen Squad wahrscheinlich nicht mehr voll bekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt was lernen können. Ihr braucht keine Angst davor zu haben, Lieutenant zu sein. Bietet euch aktiv an, das ist das, was der Commander braucht. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie ihr die Gruppen gestalten sollt, dann fragt beim Commander einfach nochmal nach. Mit 30 Spielern im Squad ist jetzt Schluss. Ich gehe ins Bett. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im WVW. Euer Gebo.